Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics. Warum Radfahren immer geht, lautet unser heutiges Thema. Dabei ist trotz schweren Erkrankungen eigentlich nichts unmöglich. Das beweist die bewegende Lebensgeschichte unseres heutigen Studiogastes. Bei uns im Studio ist heute Elmar Spring. Elmar lebt seit 2012 mit einem Spenderherzen und hat seitdem fast unglaubliche Leistungen verbracht bei den größten Ausdauer-Events auf diesem Planeten. Ihm zur Seite Dr. Kim Tufaude, Sporttherapeut und einer der renommiertesten Spezialisten für Fahrradergonomie. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo. Elmar, deine Herztransplantation ist gerade einmal etwa 7 Jahre her. Seitdem hast du Dutzende der großen Ausdauer-Events erfolgreich bestritten, warst zum Beispiel bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii weltweit der erste Triathlet mit Spenderherzen, der das Ziel erreicht hat. Du hast zum Beispiel sowohl laufend wie auch mit dem Mountainbike die Alpen überquert, den Großglockner bestiegen und vieles mehr. Ja, wie war das möglich? Wie hast du dich motiviert? Wie fing es an im Krankenhaus? Ja, wie es möglich war, ist natürlich erstmal, da sind wir ganz schnell beim Thema Organspende, weil ohne dass mir jemand das Herz gespendet hätte, würde ich halt nicht hier sitzen. Erstmal natürlich vielen Dank an den Spender, den ich nicht kenne. Und was hat mich motiviert? Am Anfang, ich habe 7 Monate gelegen, das war halt die komplette Wartezeit eigentlich, davon 3,5 Monaten an der Herz-Lungen-Maschine auf Intensivstation. Da hat man eigentlich nur das Ziel, das irgendwie lebendig zu schaffen. Schlussendlich dann hat es ja geklappt, dass ich im Juni 2012 ein Spenderherz bekommen habe und dann die Motivation ging eigentlich damit los, dass ich mir 2 Tage nach der Transplantation einen Zettel gemacht habe mit Dingen, die ich nochmal machen wollte. Da stand natürlich der Milchkaffee auf der Terrasse bei meinen Eltern drauf oder der Spaziergang mit meiner Frau. Dann aber auch eine kleine Runde laufen. Ich habe so eine Runde, die ist 7,5 Kilometer und eine Radrunde, die ist 65 Kilometer. Die wollte ich gerne wieder schaffen und dann bin ich eigentlich angefangen, dafür zu trainieren. Am Anfang war es natürlich im Krankenhaus, ich konnte, glaube nicht mal die Zeit, wo ich mir die Zähne geputzt habe, stehen, das hat noch gar nicht geklappt, aber ich habe mir einen Ergometer ins Zimmer stellen lassen und habe mich dann da drauf gesetzt und bin 40 Watt getrampelt. Man kann das ja gut einstellen, das ist sehr gut dosierbar und nach der Entlassung bin ich dann relativ schnell aufs Rennrad gegangen. Da reden wir jetzt von, keine Ahnung, einer Geschwindigkeit von 12, 13 Stundenkilometern. Ich bin dann irgendwie 5, 6 Kilometer irgendwo hingefahren in Köln und wieder zurück und natürlich auch Freunde besucht, das Auto einfach nicht mehr benutzt. Das war so mein Reha-Training eigentlich. Ja, Kim, Radfahren als Reha-Maßnahme, auch nach ganz schweren Erkrankungen. Wie sind deine Erfahrungen? Was für Ratschläge kannst du geben? Ja, also Radfahren als Reha-Maßnahme ist wirklich ein Standard, zumindest auf dem Ergometer. Draußen ist es oft natürlich nicht so gut dosierbar, weil man dann Wind hat oder Steigungen hat. Und auf dem Ergometer kann man damit sehr, sehr gut fahren. Das heißt, man kann auch sehr, sehr klein anfangen. Das Gewicht wird vom Körper getragen, vom Sattel getragen, sodass sich wirklich nur die Beine dann bewegen und dass man da die erste Kraft aufbauen kann. Und gibt es da noch so Hilfsmittel, um die Leistung zu messen, zu dosieren? Also bei mir war es so, dass ich natürlich alles mit einer Poolzuhe immer gemacht habe. Das ist erstmal die sind heutzutage auch gar nicht mehr so teuer. Das ist erstmal das erste Mittel, um das zu steuern. Später habe ich dann mir einen Ergometer besorgt, was ich zu Hause hingestellt habe. Und dann habe ich nach Watt trainiert, habe ein Institut in Köln, was mich begleitet bis heute mit Trainingsplänen, habe dann Leistungstests gemacht und danach habe ich dann halt auch trainiert und schlussendlich am Ende habe ich mir dann für die Fahrräder, die ich habe, einen Powermeter gekauft, sodass ich auch auf der Straße dann einfach nach Watt fahren kann. Aber der Weg dahin war natürlich, der war schon langer. Wenn man sich überlegt, dass ich im Krankenhaus 400 Meter gegangen bin, die ersten 400 Meter nach einer Woche, glaube ich, und mein Papa hat das gestoppt, denn das hat irgendwie 31 Minuten gedauert. Dann war das ein langer Prozess, aber auch ein ganz guter, weil ich habe mir halt immer Ruhephasen auch gegönnt. Jetzt trainiere ich fast jeden Tag, aber am Anfang war es dann so, dass ich 2, 3 Tage Rad gefahren bin in der Woche und dann habe ich das so sukzessive gesteigert. Und das Herz hat das gut verkraftet? Wie haben die Ärzte das beurteilt, so deine Steigerung der Aktivität? Genau, ja, das erste halbe Jahr war schon ein bisschen, nicht kritisch, will ich mal sagen, aber es gibt halt Abstoßung vom Organ. Ich muss alle 12 Stunden Medikamente nehmen, Immunsuppressiva, sonst wird das Herz halt abgestoßen. Und am Anfang ist die Häufigkeit der Abstoßung halt einfach gegeben, sodass man ein paar Abstoßungen hat. Aber umso mehr ich mich dann wieder belastet habe
umso besser sind eigentlich auch Probleme gewesen, wie so ein bisschen Rhythmusstörungen, die ich am Anfang hatte. Und ja, ich habe mich dann immer mehr bewegt, die Muskulatur kam dann auch wieder dazu. Und ja, die positiven Nebeneffekte waren zum Beispiel, ich hatte, ich glaube, 200/100 Blutdruck nach der Transplantation. Mittlerweile habe ich 120/80, ist, glaube ich, ideal. Meine Herzfrequenz ist im Ruhebereich unter 50 wieder gesunken. Das sind ja alles auch positive Effekte, die das Radfahren ja, hat einen großen Teil dazu beigetragen. Denke ich mal, natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man vernünftig auf dem Fahrrad sitzt und nicht anfängt Rad zu fahren und hat schon Probleme beim Sitzen und so weiter. Dann ist der Spaß relativ schnell vorbei und ich glaube auch, dann ist die Motivation auch weg, da weiterzumachen einfach. Das heißt also richtig einstellen, damit auf dem Rad nicht noch zusätzlich Probleme dann entstehen. Auf jeden Fall ganz wichtig. Auch das hat jetzt nichts mit dem Leistungssport zu tun oder mit dem Profiathleten, sondern gerade die Leute, die anfangen, Fahrrad zu fahren, da treten die Probleme halt viel, viel schneller auf, sage ich mal. Beim Sitzen oder halt auch an den Griffen oder halt die schlafen die Finger ein oder und so weiter. Das macht natürlich keinen Spaß dann. Fragen wir den Experten, Kim. Ja, also genau wie du das beschrieben hast, die Probleme bei Anfängern sind oft viel schneller da, viel größer und dann verliert ihr wirklich den Spaß. Also achtet darauf, dass ihr ein Rad habt, was die richtige Größe hat, das gut eingestellt ist und auch einen Sattel hat, der zu euch passt. Dann habt ihr auch Spaß und dann bleibt ihr dabei und dann werdet ihr auch irgendwann vielleicht so schnell sein wie der Elmar. Ja, wir haben ja zu den richtigen Einstellungen am Fahrrad und zu Empfehlungen für entsprechende Komponenten wie Sattel und Griffe verschiedene Episoden hier bei uns auf YouTube. Wenn ihr möchtet, schaut gerne einmal rein. Ja, Elmar, vielleicht noch ein Schlusswort von dir. Schlusswort von mir, ja. Also niemals aufgeben, ganz wichtig. Das hat mir, glaube ich, geholfen, einfach die lange Wartezeit auch zu überbrücken. Und es ist auf jeden Fall nichts unmöglich. Also wenn ich mal selber zurückblicke, ich habe irgendwie 2015 angefangen, ein Buch zu schreiben. Da musste ich nochmal in die Details gehen, wenn ich dann mal gucke, wie ich wirklich angefangen habe, überhaupt erstmal aufstehen und gehen zu lernen wieder. Und schlussendlich 2 Jahre später habe ich beim Ironman mitgemacht. Dann ist für alle, die uns heute zugucken, glaube ich, die zum Glück wahrscheinlich ja gesund sind, vielleicht einfach Lust haben, ein bisschen mit dem Sport anzufangen. Das muss ja kein Ironman werden oder keine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad oder kein Rennen, sondern man kann auch einfach in der Gruppe Spaß haben, Rad zu fahren. Das hat auf jeden Fall einen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Und da muss man jetzt nicht eine Blutdrucktablette nehmen, sondern man kann einfach anfangen, Rad zu fahren. Und das ist so mein Schlusswort. Einfach Spaß dabei haben an der Bewegung. Ja, Elmar, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wenn ihr mehr erfahren möchtet über Elmars Lebensgeschichte, er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben, Herzrasen 2.0. Und hier bei uns in der Description zu unserem Vlog findet ihr Links zu weiteren Stories über Elmar. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, eure persönlichen Probleme schildern möchtet, könnt ihr es hier tun bei YouTube in den Kommentaren oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben an info@bikeergonomics.com. Vielen Dank euch beiden, Kim, Elmar. Gerne. Ciao. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu.